In diesem Video zeigen wir, wie der LevelView Pro oder LevelView Basic in Verbindung mit einer Drucksonde in einem Öltank, Benzintank, Wassertank oder AdBlue-Tank eingebaut werden kann. Dazu schauen wir uns im ersten Schritt die Drucksonde an und im zweiten Schritt zeige ich, wie das Gerät in Betrieb zu nehmen ist. Im Lieferumfang enthalten ist die Sendeeinheit, eine Batterie zur Stromversorgung, eine Drucksonde, und eine Magnetfußantenne. Zur Veranschaulichung habe ich ein kleines Muster gebaut, an dem ich gleich die einzelnen Punkte zeigen werde, und mit dem Muster werde ich auch den Testeinbau einmal demonstrieren. Was sind die Voraussetzungen für den Einbau? Sie benötigen eine Tanköffnung. Die Drucksonde wird im Standard mit einer 1 Zoll Verschraubung geliefert. Achten Sie darauf, dass Ihr Tank über eine 1 Zoll Verschraubung verfügt, oder stellen Sie dafür passende Adapter zur Verfügung. In meinem Beispiel habe ich eine 2 Zoll Verschraubung und das werde ich gleich anhand des Beispiels zeigen, wie hier die Adapter eingebaut werden. Generell ist bei der Inbetriebnahme zu beachten, dass es sich hier um eine Drucksonde handelt, die den Atmosphärendruck misst. Hier ist ein Atmosphärenausgleich. Dieser muss zwingend frei sein, damit die Sonde den Ausgleich vornehmen kann. Dieser Ausgleich darf weder zugeklebt sein, noch darf er unter Wasser sein. Wenn Sie die Drucksonde in einen Bereich einbauen, in der eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht oder regelmäßiger Wassereintritt da ist, ist es zu empfehlen, eine Schutzbox zu installieren. Diese schützt den Anschluss vor eintretendes Wasser und kann durch eine eingebaute Membrane die Luftzirkulation noch gewährleisten. Die Drucksonde wird im Standard zusammengerollt geliefert, damit die in den Verpackungskarton reinpasst. Wenn Sie die Sonde einbauen, müssen Sie diese erst aushängen. Sie ist etwas starr und Sie sollten schauen, dass die Sonde im kühlen Zustand ungefähr einen halben Tag aushängt, damit die Sonde beim Einbau, also dieser Messkopf, bis auf den Boden runterreicht. Ich baue hier jetzt am Tank einmal um, damit wir hier den Einbau uns detaillierter anschauen können. Ich habe nun alles aus meiner Verpackung herausgeholt und mir alles passend zurechtgelegt. Nun geht es direkt zur Montage. Im ersten Schritt schließe ich die Drucksonde an meinen Sender an. Das wird einfach eingesteckt und verschraubt. Das Ganze wird einmal handfest angezogen. Im nächsten Schritt schließe ich meine Antenne an. Es handelt sich hierbei um eine Magnetfußantenne und diese muss zwingend auf einer Metallfläche positioniert werden. Wenn die Antenne nicht auf einer Magnetfläche ist, ist die Sendeleistung deutlich eingeschränkt. Wir empfehlen, dass der Strahler aufrecht steht, damit die beste Sendeleistung erreicht werden kann. Als letzten Schritt für die Vorbereitung stecken wir die Batterie in das Gerät ein. Die 2 Pins müssen in die 2 Stifte. Dazu stecke ich das Gerät einmal an. Das Gerät macht nun einen Nullabgleich. Das heißt, es wird gemessen, wie ist der Druck außerhalb des Tankes, und sendet diese Daten auf unsere Web-Applikation bzw. bei einer lokalen Variante auf den WLAN-Empfänger, und diese Daten werden dort gespeichert. Die Datenübertragung kann bis zu 1 Minute dauern. Warten Sie, bis die Meldung bei Ihnen erscheint, und trennen Sie die Batterie anschließend wieder. Nun bereiten wir die Tanköffnung vor. Dazu nehme ich meine vorhandene Verschraubung herunter. Als erstes
nehmen wir unseren Einsatz mit einer Gummidichtung, damit das Ganze geruchsdicht abgeschlossen werden kann. Wir setzen nun die Überwurf darüber und schrauben dieses fest. Da ich jetzt hier eine 2 Zoll Verschraubung habe, aber die Drucksonde nur über eine 1 Zoll Verschraubung verfügt, baue ich noch eine Reduzierung ein. Nun nehmen wir die Drucksonde, stecken die in das Gerät ein und lassen es bis auf den Boden runter, sodass der silberne Knopf bis auf den Boden ist. Er muss auf dem Boden aufliegen oder quer am Boden liegen. Der Sonde ist es egal, ob hier ein gewisses Schlamm vorherrscht. Er kann es trotzdem messen. Und wichtig ist, dass die Sonde am Boden ist und mittig liegt. Das bedeutet an der tiefsten Stelle im Tank. Jetzt haben wir hier oben noch eine kleine Verschraubung. Wenn Sie die Drucksonde an der richtigen Stelle haben, das heißt, wenn sie auf dem Boden liegt, verschrauben Sie die Sonde. Haben somit sichergestellt, dass die Sonde fest eingebaut ist und nicht mehr verrutschen kann. Und der Tank ist geruchdicht abgeschlossen. Als letzten Schritt stecken Sie die Batterie zusammen. Hierbei ist darauf zu achten, dass der LevelView Basic teilweise bis zu 5 Minuten benötigt, um stromlos zu werden und erst dann eine neue Nachricht senden kann. Der LevelView Pro braucht ca. 2 Minuten, um stromlos zu werden. Diese Zeit sollten Sie bei der Erstinbetriebnahme auf jeden Fall einplanen. Wir stecken die Batterie nun wieder ein. Befestigen das Gerät in der Nähe des Tankes. Überstehende Kabellängen können einfach aufgewickelt werden. Auch das Drucksondenkabel kann unter Umständen länger sein. Im Standard liefern wir eine 5 Meter Länge mit. Und bei üblichen Tanks wird der Rest außerhalb des Tankes aufgewickelt und so befestigt, dass es beim Befüllen oder bei Wartungsarbeiten nicht im Weg ist. Im nächsten Schritt zeige ich, wie die nun übertragenen Werte in der Webapplikation korrekt eingetragen werden.